Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Eddie Smart Home. Im heutigen Video geht es mal wieder um Proxmox, beziehungsweise um genau zu sein, um das Thema Grafana und InfluxDB in der Version 2. Also das ist dieses neue InfluxDB mit der Flux-Sprache. Und im heutigen Video möchte ich euch halt zeigen, wie ihr InfluxDB 2 installiert sowie Grafana und wie ihr ganz grob, aber wirklich nur ganz grob die ersten Einstellungen und das erste Diagramm in Grafana erstellt. Das Ganze verwende ich für den I/O Broker, zeige also auch, wie man das kurz im I/O Broker einstellt. Aber weiter zuerst mal nichts. Wie gesagt, heute nur die Installation. Dann im nächsten Video kümmere ich mich ein bisschen um das, um Grafana an sich, also was man dort machen kann, was man dort einstellen kann. Und im dritten Teil geht es dann um die Geschichte, wie ihr Grafana mit dem I/O Broker und Telegram installiert, damit ihr euch zum Beispiel solche Bilder per Telegram vom I/O Broker zuschicken lassen könnt. Eigentlich war das geplant, das als erstes Video zu machen, weil ich so häufig danach gefragt wurde, aber es ergibt keinen Sinn, zuerst mal sich darum zu kümmern und dann die Basics zu zeigen. Deswegen heute zuerst mal die Installation, dann ein bisschen um Grafana selbst und im dritten Teil geht es dann halt um die Geschichte mit Telegram, I/O Broker und so weiter. Also, falls euch diese Themen interessieren, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. In diesem Sinne, bis gleich. So, dann würde ich sagen, legen wir sofort los. Also, wie man einen LXC-Container erstellt, das zeige ich jetzt nicht. Bei mir ist im LXC-Container alles schon abgedatet. Also ich habe apt-get Update gemacht und apt-get Upgrade gemacht und was da noch so alles notwendig ist. Also Standardprozedere. Der I/O Broker ist installiert, das heißt, es ist alles auf dem neuesten Stand. Und jetzt müssen wir als erstes zuerst mal InfluxDB installieren. Das machen wir in der Version 2.2.3, also das ist der Stand heute. Die Links mit den Befehlen und alles andere findet ihr in der Videobeschreibung. So, dann würde ich sagen, legen wir los und schalten auf den Computer. So, okay, ich melde mich zuerst mal an meinem System an und nur zur Sicherheit mache ich nochmal ein apt-update und ein apt-upgrade, um sicherzustellen, dass das System auf dem neuesten Stand ist, also passt soweit. Und dann würde ich sagen, legen wir mit den Befehlen los. Wie gesagt, zuerst mal wird InfluxDB installiert. Ich sage jetzt nicht großartig viel zu den Befehlen, sondern einfach eintippen. Es sind 3-4 Befehle, die man einfach Copy-Paste machen muss und dann sollte das Ganze funktionieren. So, als erstes machen wir das hier, we-get, und dann holen wir uns den InfluxDB-Key, bestätigen das Ganze. Dann schreiben wir noch ein paar Werte rein. Jetzt will das Kopieren nicht funktionieren. So, das ist dieser Befehl, relativ lang. Einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Einfach Copy-Paste. Sollte okay stehen, dann passt das soweit. Und als nächstes dieser Befehl hier sollte auch zügig gehen. Und dann machen wir nochmal ein apt-upgrade und installieren dann InfluxDB in der Version 2. So, also Update und dann apt-install Influx in der Version 2. Bestätigen das Ganze einmal mit Y. So, das sieht so aus, als hätte alles funktioniert. Jetzt installieren wir den Service bzw. starten den Service mit diesem Befehl. Und dann fragen wir sicherheitshalber nochmal den Status ab. Das sollte grün sein und hier Running stehen. Raus kommen wir wieder mit Q, bestätigen das Ganze und dann sagen wir Influx Setup und müssen jetzt zuerst mal einen Usernamen vergeben. Ich sage hier einfach mal Eddie, dann ein Passwort, solltet ihr euch natürlich merken. Dann der Organisationsname, entweder ihr tragt hier was Sinnvolles ein oder ihr macht es wie ich jetzt hier einfach my.org. So der Standardname der Organisation und dann als Bucket, dort lasst ihr euch einen Namen einfallen. Ich sage hier I/O Broker, da es für den I/O Broker ist.
Den Namen braucht ihr einmal und dann vermutlich nie wieder. Bestätigt das Ganze und lasst das auf 0. Bestätigt also einfach mit 0. Und dann sollte, wenn alles passt, bestätigt ihr das Ganze nochmal mit Y und dann ist InfluxDB installiert. So, dann für all diejenigen, die den IO Broker verwenden, ihr wechselt jetzt zuerst mal in den IO Broker, geht auf Adapter und sucht mal nach dem Adapter Influx. Mittlerweile wurde Influx auch in der Version 2.0 hier eingefügt, deswegen müssen wir nicht über die Katze installieren. Also installiert das Ganze, dauert einen kurzen Augenblick. Und dann wählt ihr hier die Datenbank aus. Also da wir 2.0 installiert haben, lassen wir das so. Und bei mir ist die Influx-Datenbank auf dem gleichen Surfer wie der IO Broker. Deswegen lasse ich hier bei Surfer Localhost. Der Port ist 8086 und Protokoll ist in meinem Fall HTTP. Die Organisation heißt MyOrg, haben wir ja gesagt. Und dann benötigen wir noch den Token. Dazu gehen wir in Influx rein. Das heißt, ihr öffnet im Webbrowser die IP-Adresse, also 100, in meinem Fall ist es die 86, die IP-Adresse eures LXC-Containers, gefolgt von einem Doppelpunkt und dann mit dem Port 8086. Dann solltet ihr hier in Influx reinkommen. Username war ja in meinem Fall Eddie und das dazugehörige Passwort. Das heißt, das, was ihr gerade eben eingegeben habt, meldet euch ein und dann geht ihr hier auf diesem Pfeil nach oben. Geht hier zu API Tokens. Hier wurde schon einer erstellt, macht einfach einen Doppelklick drauf. Dann wird euch hier ein Token angezeigt. Den kopiert ihr euch, schließt das Ganze, geht wieder in den IO Broker rein, tragt den Token hier ein. Dann hier der DB-Name hatte ich ja IO Broker genannt. Deswegen kann das Ganze so bleiben. Und dann sagen wir eine Verbindung testen. Und mit etwas Glück steht hier unten OK. Also sagen wir speichern und schließen und dann sollte das Ganze gleich grün werden. So, wunderbar, das Ganze ist grün, das heißt InfluxDB ist installiert. Jetzt müssen wir noch Grafana installieren. So, fangen wir an und installieren Grafana. Dazu holen wir uns als erstes mal wieder einen Key, auch hier wieder wget und der Pfad zu dem Key. Bestätigen das Ganze, wird mit OK, wird uns wiedergegeben, dass das Ganze funktioniert hat. Dann machen wir Folgendes, tragen hier das hier ein, bestätigen das Ganze, machen sicherheitshalber wieder ein apt-update und als nächstes sagen wir apt install Grafana -Enterprise. Keine Angst, kostet nichts, ist kostenlos, passt soweit. Bestätigen das Ganze. So, sollte soweit passen. Dann führen wir hier den Daemon. Sagen wir das hier, systemctl daemon reload. Dann machen wir nochmal das hier. Starten den Grafana-Surfer, überprüfen auch hier nochmal den Status des Surfers, sollte grün sein. Ich glaube, das geht ziemlich fix. Ansonsten wartet ihr einen kurzen Augenblick, passt soweit, auch hier wieder raus mit Q. Und dann sagen wir, dass der Service in den Autostart reingepackt werden soll. Bestätigen das Ganze. Und theoretisch könnten wir jetzt mit bzw. auf Grafana zugreifen. Ich öffne mal die Grafana-Seite. Das ist wieder die IP-Adresse eures LXC-Containers, gefolgt von dem Port 3000. Dann solltet ihr euch anmelden können. Als erstes geben wir hier Admin ein. Das ist das Initialisierungspasswort und der Benutzername. Bestätigen das Ganze und dann werden wir aufgefordert, ein neues Passwort zu vergeben. Das machen wir natürlich. Und sagen Submit und dann seid ihr auf der Übersichtsseite von Grafana. Jetzt müssen wir Grafana noch mit der Influx DatenDB koppeln. Das machen wir, indem wir hier auf Konfiguration gehen. Dann sagen wir hier Edit Data Source, wählen hier aus InfluxDB. Der Name passt, lassen wir. Hier müssen wir umstellen auf die neue Sprache. Das ist Flux oder Flux oder wie auch immer man das nennen mag. Dann der Port oder hier, das kann im Normalfall so bleiben.
beziehungsweise ich ändere es eigentlich immer so ab auf ja, die IP-Adresse und den Port. Hier Surfer Default kann so bleiben. Ansonsten müsst ihr hier oben nichts mehr einstellen. Dann müsst ihr hier noch die User-Daten von InfluxDB eintragen. Also in meinem Fall war es ja Eddie und das dazugehörige Passwort. Dann tragt ihr hier die Daten ein, die wir vorher eingegeben hatten. Das heißt, hier war my.org, dann ein Token, dann der Bucket, hatte ich ja IO-Broker gesagt, heißt das. Und den Token, das ist der Token, den wir uns vorhin geholt haben. Also wieder hier in Influx rein, kopieren das Ganze nochmal, tragen das Ganze hier ein und sagen hier Save and Test. Und wenn alles gut geht, hier 3 Buckets gefunden und Data Source okay, also passt es soweit. So, jetzt müssen wir das Ganze einmal testen. Dazu gehen wir hier auf Dashboard. Wie gesagt, das wird jetzt nur ein Quick and Dirty, sage ich mal, denn ich möchte mich nicht lange damit befassen, was man hier machen kann, wie man es machen kann und so weiter. Das gibt es dann alles im zweiten und im dritten Teil. Wir erstellen jetzt einfach mal eine Testdatenbank, also sagen hier, oder ein Test-Dashboard, sagen hier Edit a New Panel und dann müssen wir hier unsere Befehle eingeben. Also das ist jetzt ein bisschen anders wie in der Version 1.0 und der einfachste Weg, den ich kenne, gibt vielleicht noch ein paar einfachere, ist über den Umweg über InfluxDB zu gehen. Das heißt, wir machen hier InfluxDB zu. Eine Sache habe ich noch vergessen und zwar brauche ich einen Datenpunkt, den ich logge, da ich hier in dieser Testinstallation nichts installiert habe, was man irgendwie loggen könnte, erstelle ich mir einfach mal hier schnell einen Datenpunkt, den wir loggen können. Nenne den jetzt einfach mal Influx Text, eine Zahl. Und dann gehen wir hier auf dieses Zahnrad, aktivieren hier Influx, können hier noch ein Alias vergeben. So, und sagen hier, ja, das kann so bleiben. Das passt soweit, bestätigen das Ganze. Jetzt wird das Ganze per Influx geloggt und dann mit Grafana ausgewertet. Ich sage hier einfach mal ein paar Werte, damit wir was sehen können. So, ich habe jetzt einfach mal ein paar Werte reingeschrieben, damit wir was sehen können. Gehen hier, wie gesagt, wieder auf Influx, damit wir was loggen können. Gehen hier auf dieses Diagrammsymbol. Hier sollte uns jetzt unser Bucket angezeigt werden, also IO-Broker. Hier ist der Datenpunkt, den wir gerade eben im IO-Broker erstellt haben. Der hieß ja Influx Text. Den haken wir ein und hier haken wir das hier ein, Valued. Bestätigen das Ganze hier auf der Seite mit Submit. Dann sollten uns hier die Werte angezeigt werden, die wir eingetragen haben. Also ihr seht hier die Werte. Und jetzt müssen wir das Ganze in Grafana rüberbekommen. Und wie gesagt, der einfachste Weg, den ich kenne, ist, indem man hier auf Script Editor geht. Dann wird einem hier das hier angezeigt. Kopieren uns das Ganze, tragen das hier in Grafana hier ein. Und dann wird uns, wenn wir jetzt einfach irgendwo hinklicken, wird uns das Diagramm hier angezeigt. Jetzt der letzten 6 Stunden, ändern wir mal ab auf die letzten 5 Minuten. Und hier haben wir jetzt unsere Datenpunkte, die wir gerade eben geloggt haben oder gerade eben erstellt haben. Und dann kann man hier auf der Seite das Ganze nochmal in schön gestalten. Also nur mal als Beispiel, das ist jetzt ein Diagramm von mir. Also das ist einmal hier der Stromverbrauch in der Wohnung, hier im YouTube-Studio aktuell. Dann hier zum Beispiel die Temperaturen, hier unsere Heizung. Dazu gibt es wahrscheinlich auch nochmal ein kurzes Video. Und so könnte zum Beispiel Grafana dann aussehen, wenn man ein bisschen damit rumspielt. So, sagen hier noch Apply und dann haben wir unser erstes ganz basic Diagramm erstellt. Wie gesagt, ich gehe immer den Umweg, weil ich keinen anderen Weg kenne, den Umweg über Influx. Das hier sieht meistens relativ gleich aus. Das hier ist euer Datenpunkt, den ihr aus der InfluxDB rausholt. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr ein wirklich einfaches Diagramm erstellen wollt, dann sieht das immer so aus wie hier. Also ihr habt hier das Bucket, dann hier die Time Range, dass das gewählt wird von hier oben. Und ansonsten hier euren Datenpunkt, welches Feld ausgewertet werden soll. Und ansonsten die Periode, wie häufig das wiederholt werden soll, was auch immer. Das ist wie gesagt immer gleich.
Und wenn ihr dann etwas spezieller werdet, dann müsst ihr die Kommandos hier eintragen, hier einfügen. Also ist nicht mehr so Drag and Drop wie bei der alten Version. Keine Ahnung, wieso das so gemacht wurde, aber nach einer Weile gewöhnt man sich dran. Okay, das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, es gibt noch einen zweiten und dritten Teil. Im zweiten Teil erkläre ich nochmal, was man hier alles so machen kann. Ein bisschen näher auf die Diagramme eingehen, auf die Einstellungen und so weiter und so fort. Und dann im dritten Teil geht es dann darum, wie ihr die Diagramme aus Grafana in den IO-Broker bzw. dann per Telegram auf euer Handy schicken könnt über den IO-Broker. Also, falls euch die Themen interessieren, denkt dran, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit Grafana, InfluxDB und dem IO-Broker. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!